Heute erkläre ich, wie Wärmepumpen funktionieren. Von außen betrachtet ist eine Wärmepumpe eine Box, bei der auf zwei Seiten Prozesse stattfinden. Auf der einen Seite wird gekühlt, während auf der anderen Seite gleichzeitig Wärme abgegeben wird. Damit dieser Vorgang funktioniert, muss der Wärmepumpe Energie zugeführt werden. In der Regel in Form von elektrischer Energie. Das Besondere an der Wärmepumpe ist: Sie erzeugt keine Wärme, sondern verschiebt vorhandene Wärme. Innerhalb der Wärmepumpe wird Wärme von der kühlen Seite zur warmen Seite transportiert. Grundsätzlich gibt es zwei unterschiedliche Einsatzgebiete. Wird die kühlende Seite in einem Raum genutzt, sinkt dort die Temperatur. Das entspricht im Alltag einem Kühlschrank oder einer Klimaanlage. Wird hingegen die wärmende Seite in einem Raum genutzt, steigt dort die Temperatur. Dies entspricht im Alltag einer Heizung. Werfen wir nun einen Blick ins Innere der Wärmepumpe. Im Inneren befindet sich ein Kreislauf mit einem Kältemittel. Dieses kann sowohl flüssig als auch gasförmig sein. Auf der kalten Seite herrscht ein niedriger Druck, sodass das Kältemittel verdampft. Beim Verdampfen entzieht es der Umgebung Wärme. Dieser Schritt wird als Verdampfung bezeichnet. Anschließend strömt das gasförmige Kältemittel zum nächsten Prozess, der Kompression. Dabei wird das Gas verdichtet, wodurch Druck und Temperatur stark ansteigen. Einen ähnlichen Effekt kennt man vom Aufpumpen eines Fahrradreifens. Am Ventil wird es warm, weil die Luft verdichtet wird. Nach der Kompression ist das Kältemittel heiß und steht unter hohem Druck. Es gibt nun seine Wärme an das Heizsystem ab, zum Beispiel an Heizkörper oder eine Fußbodenheizung. Dabei kühlt es ab und wird wieder flüssig. Dieser Schritt wird Kondensation genannt. Danach wird das Kältemittel entspannt, wodurch Druck und Temperatur wieder sinken. Der Kreislauf beginnt von vorne. Zusammengefasst gilt, auf der kalten Seite herrschen niedrige Temperaturen und niedriger Druck. Und auf der warmen Seite hohe Temperaturen und hoher Druck. Betrachten wir nun die Energie. Der einzige Prozess, der externe Energie benötigt, ist die Kompression. Der Kompressor wird meist elektrisch betrieben. Beim Verdampfen nimmt das Kältemittel Wärme aus der Umgebung auf. Beim Kondensieren wird diese Wärme wieder abgegeben, allerdings auf einem höheren Temperaturniveau. Der größte Anteil der übertragenen Energie ist die Umweltwärme. Die eingesetzte elektrische Energie macht nur einen kleineren Teil aus. Deshalb sind Wärmepumpen sehr effizient. Sie liefern mehr Wärmeenergie, als sie an elektrischer Energie verbrauchen. Diese Effizienz wird durch die sogenannte Leistungszahl beschrieben, auch Coefficient of Performance, kurz COP, genannt. Typische Werte liegen zwischen 2,5 und 5,5. Das bedeutet, aus einer Kilowattstunde Strom entstehen etwa 2,5 bis 5,5 Kilowattstunden Wärme. Die Leistungszahl hängt stark von der Wärmequelle und den Temperaturunterschieden ab. Als Wärmequellen kommen verschiedene Möglichkeiten in Frage. Bei der Luftwärmepumpe wird die Umgebungsluft genutzt. Typisch sind hier Wärmetauscher mit Ventilatoren. Auch Klimaanlagen arbeiten häufig nach diesem Prinzip. Eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung des Bodens. Hierfür werden Leitungen im Erdreich verlegt, man spricht von einer Erdwärmepumpe. Zusätzlich gibt es Wasserwärmepumpen, die beispielsweise Grundwasser oder Gewässer als Wärmequelle nutzen. In einigen Anwendungen wird sogar Abwasser verwendet, da es bereits Wärme aus Haushalten enthält, etwa aus Duschen oder Waschmaschinen. Zusammenfassend lässt sich sagen: Wärmepumpen sind eine effiziente und nachhaltige Technologie, die Umweltwärme nutzt, um Gebäude zu heizen. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Energiewende und werden auch in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen.